Think, Try, Transform, Folge 8 mit dem Thema Matter in Terrestrial and Cosmic Labs. Unsere Gäste heute: Professor Julia Tschüss, theoretische Physik, theoretische Astrophysik lehrt sie an der Ruhr-Uni in Bochum, und Professor Johannes Albrecht, er ist experimenteller Teilchenphysiker an der TU Dortmund. Mein Name ist Sven-Daniel Gettys und ich freue mich auf die Sommerfolge, denn es ist die letzte Folge vor den Sommerferien. Und in den letzten Tagen war es ja bereits richtig warm, die Sonne hat geschienen, es war zum Teil unerträglich heiß und da hilft nur ein leckeres Eis von unserer Lieblingseisdiele. Was hat das zu tun mit unserem Thema heute? Nun, eins der Exzellenzcluster, das wir euch heute vorstellen, zusammen mit einigen anderen Forschungseinrichtungen, die in einem Projekt zusammenarbeiten, hat den schönen Titel Color Meets Flavor. Farbe trifft auf Geschmack. Und was das wiederum mit Physik zu tun hat, Herr Albrecht, das können Sie uns vielleicht einmal ganz kurz zum Einstieg erläutern. Also als Teilchenphysiker untersuchen wir die grundlegenden Kräfte der Natur. Wir kennen 4 Kräfte der Natur, die wir in der Teilchenphysik Zugang haben wir zu 3 davon. Elektromagnetismus kennt wahrscheinlich jeder. Und was wir bei Elektromagnetismus auch kennen, ist die Ladung, elektrische Ladung, Plus und Minus, kennt jeder. Jetzt gibt es noch 2 weitere Kräfte, die wir untersuchen, die starke und die schwache Kernkraft. Und die Ladungen von dieser starken und schwachen Kernkraft heißen bei der starken Kernkraft Color, Farbladung. Das sind nicht Plus und Minus, sondern das sind 3 Ladungen und 3 Antiladungen. Und bei der schwachen Wechselwirkung heißt die Ladung Flavor. Das ist die Teilchenart. Und da gibt es so ungefähr ein Dutzend von. Wie sind diese Begriffe zustande gekommen? Hat man ursprünglich bei Messungen irgendwelche Farben? Das ist subatomar. Da hat der Begriff, also Farbe, der Begriff der Farbe ist ja die Wellenlänge vom Licht. Und was wir uns hier angucken, sind Skalen, die sind sehr viel kleiner als die Wellenlänge von Licht. Also der Begriff von der tatsächlichen Farbe macht da keinen Sinn. Okay. Der Begriff Farbe kommt daher, dass in der Natur nur farbneutrale Systeme auftreten. Und wir haben jetzt 3 Farben, 3 Ladungen. Und diese 3 Ladungen ergeben zusammen Weiß. Genauso wie es bei den 3 Grundfarben ist, die ergeben zusammen Weiß. Und dann gibt es noch die Komplementärfarben, das sind die Antiladungen hier. Das heißt, wir haben als normale Materie, zum Beispiel ein Proton, sind 3 Quarks, 3 Bestandteile mit 3 verschiedenen Farben, ist Weiß. Und dann gibt es auch noch Teilchen, die bestehen aus einem Teilchen und einem Antiteilchen. Das hat eine Farbe und eine Antifarbe, ist auch weiß. Daher kommt der Begriff Color. Der Begriff Flavor bedeutet auf Englisch ja nicht nur Geschmack, sondern bedeutet ja auch die Art. Und das ist die Charakteristika von diesem Teilchen. Okay. Frau Professor Tschüss, Sie sind theoretische Astrophysikerin und auf Ihrer Lehrstuhlseite steht auch noch Plasma-Astro-Teilchenphysikerin. Richtig. Womit beschäftigen Sie sich? Auch mit Color and Flavor oder mit sozusagen einer ganz anderen Perspektive? Ja, tatsächlich schon auch, aber im Universum anstatt im Beschleuniger. Ja, also wir gucken uns Teilchen an, die aus dem Universum zu uns kommen und messen die, bauen Theorien, also das ist meine Hauptaufgabe, bauen Theorien darum, wie diese verschiedenen Messungen zusammenpassen. Und da spielt vor allem der Flavor über die Neutrinos, zu denen wir sicherlich auch nochmal kommen, mit rein, weil die eben auch in verschiedenen Flavor vorkommen. Okay. Es hören ja auch viele Studierende zu und viele sind vielleicht gerade an so einem Wegpunkt, sagen, ich möchte Physik studieren. Wie kommt man zu also einem außergewöhnlichen Thema? Ist das von Anfang an Ihr Ziel gewesen, als Sie begonnen haben zu studieren, oder hat sich das entwickelt? Nee, überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Weiß nicht, ich habe in der Schule, wenn ich so an Physik gedacht habe, mehr so an so praktische Dinge des Lebens gedacht. Und das hat sich so entwickelt. Ne? Das hängt, glaube ich, auch viel damit zusammen, welche Leute man so auf seinem Weg trifft. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich hier sozusagen hängen geblieben bin und das jetzt als Beruf machen darf. Ich weiß gar nicht, wer das plant. Ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, das zu versuchen. Also ich glaube, das muss sich entwickeln. Und ja, wir leben ja glücklicherweise in einer Gesellschaft, die auch Grundlagenforschung zulässt und den Wert davon schätzt. Ja, genau. Wichtiger Begriff Grundlagenforschung. Das ist ja etwas, wo wahrscheinlich man als Wissenschaftlerin am meisten erklären muss nach außen hin, wofür das eigentlich ist, was das leistet, was man da an Erkenntnissen gewinnt. Und wie war es da bei Ihnen, Herr Albrecht? Haben Sie auch von Anfang an gesagt? So, dass ähnlich. Also man hat eine Faszination
Ja. Ich glaube, in beiden Bereichen, die wir haben ganz viele Menschen eine Faszination. Man guckt in den Himmel und guckt sich die Sterne an und fragt sich, wie ist unser Universum eigentlich aufgebaut? Das CERN als großes Labor, an dem ich auch arbeite, größte Maschine, die die Menschheit jemals gebaut hat, übt eine ganz große Faszination aus. Und dann war es bei mir, würde ich sagen, ähnlich wie bei Julia. Man hat verschiedene Ideen, verschiedene Überlegungen. Ich habe mich auch für Philosophie interessiert, ich habe mich auch für Umweltphysik interessiert. Dann habe ich mich mal in Philosophie-Seminar reingesetzt, das fand ich furchtbar und habe meinen Weg dahin nicht wiedergefunden. Und in dem Bereich habe ich einen Bereich gefunden, der mich wirklich fasziniert, in dem ich wirklich Interesse habe und auch meinen Beitrag liefern kann. Sie haben das CERN erwähnt, sozusagen als den vielleicht weltweit bekanntesten, ich weiß gar nicht, noch wichtigsten Teilchenbeschleuniger, an dem ja ganz viele Forschungsinstitutionen dabei sind. Wie hängt jetzt CERN und sozusagen das Ruhrgebiet zusammen? Gibt es da eine Kooperation oder wie sieht das aus? Also was man sich klar machen muss beim CERN, also das CERN ist in der Teilchenphysik momentan das Weltlabor. Und die Teilchenphysik ist eine Gemeinschaft, die relativ zentral organisiert ist. Vor dem CERN war das in Chicago, das Fermilab, weil die Maschinen so groß sind, dass die ganze Welt sich zusammentut und die ganze Welt baut eine Maschine. Ja. Und wenn ich jetzt sage, das CERN, dann ist die Frage, was ist das CERN? Das CERN ist ein Labor und am CERN arbeiten ungefähr 14.000 Menschen. Und von diesen 14.000 Menschen sind 1.000 bis 2.000 vom CERN selber angestellt. Und die restlichen 12.000 Menschen sind an Universitäten und Forschungseinrichtungen rund um die Welt angestellt. Und wenn ich jetzt sage, ich forsche am CERN, dann bedeutet es, dass meine Arbeitsgruppe einen Beitrag leistet, an einem Experiment am CERN beteiligt ist. Wir haben im Ruhrgebiet insgesamt sowas wie, würde ich sagen, knapp 200 Forschende, Studierende, die ein Teil von diesen 14.000 Menschen am CERN sind. Bucht man sich da einen Slot? Hat man da feste Zeiten, an denen man da seine Experimente durchführen kann? Nein, bei unserer Art von Experimenten ist es so, dass man langfristig an Experimenten mitarbeitet, diese Experimente mitentwickelt und baut. Also die TU Dortmund ist seit ungefähr 20 Jahren an meinem Experiment, am LHCb-Experiment beteiligt. Und dieses LHCb-Experiment produziert unglaubliche Datenmengen. 20 Terabyte pro Sekunde. Und diese Datenmengen, also wirklich makroskopisch. Ja. Und diese Datenmengen werden gespeichert, werden natürlich gefiltert, müssen wir machen, und werden dann analysiert. Und meine Studierenden können sich genauso wie die Studierenden aus England oder aus Amerika diese Daten herunterladen, einen kleinen Teil dieser Daten herunterladen, einen gefilterten Teil, und die dann analysieren und damit Messungen machen. Und jetzt ist es aber so, dass diese Messungen typischerweise nicht ich oder meine Arbeitsgruppe alleine mache. Typischerweise bildet man eine kleine Subgruppe. In einem Experiment arbeiten 2.000 Menschen. Und ganz typisch ist, dass ich sage, ich habe eine Idee für eine neue Messung und habe, sagen wir mal, einen Postdoc und einen Doktoranden, mit denen ich das machen will. Das reicht aber nicht. Und dann diskutiere ich noch mit einem Kollegen aus Paris und einem aus Rom. Und wir sagen, wir bilden eine Gruppe. Und wir gucken, wer hat gerade welche Ressourcen und legen das zusammen. Welche Menschen haben wir mit welchen Fähigkeiten? Und damit puzzeln wir ein Team zusammen, um genau diese Fragestellung zu beantworten. Okay, das heißt, Forschung ist hier tatsächlich einerseits eine gute Fragestellung haben, aber zweitens auch ein gutes Management, sodass so eine große Zahl von Menschen auch gut koordiniert wird. Management ist, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist. Ich würde eher sagen, also ich finde es ein ganz gutes Beispiel, das mit dem Sport zu vergleichen. Man kann nicht nur ein Team haben aus lauter Stars, man muss auch ein wirkliches Team haben und man muss dieses Team auch coachen und richtig zusammenstellen. Und das ist hier genauso. Okay. Frau Tschüss, jetzt haben wir hier den experimentellen Bereich, das CERN und Atlas, und da gibt es ja eine ganze Reihe von Anlagen, die mit denen experimentelle Physik gemacht werden kann. Wie schaut das bei Ihnen aus? Erstmal, was sind so die großen Fragen, die sich Ihnen stellen, die Sie bearbeiten? Und zweitens, wie gehen Sie da eigentlich vor? Also man stellt sich das ja wirklich vor, in dem Fall, wir haben den Blick in irgendeiner Form ins Weltall mit Teleskopen oder wie auch immer. Und dann haben wir Daten, die wir daraus machen. Aber was machen Sie genau und was sind Ihre großen Fragen? Ja, also eine der Hauptfragen ist die nach dem Ursprung der kosmischen Strahlung. Ja. Das sind diese Teilchen, die aus dem All kommen, die ja hier auch mit Space Weather und so eine Rolle spielen, wo eben auch Satelliten beeinflusst werden.
also schon auch eine relevante Fragestellung. So. Und jetzt sind das aber geladene Teilchen und das Universum ist durchzogen von Magnetfeldern. Und diese geladenen Teilchen reagieren also auf die Magnetfelder. Das heißt, wenn die hier ankommen, dann weiß man überhaupt nicht mehr, wo die hergekommen sind, weil man eben, ja, die kommen also gleich verteilt eigentlich auf der Erde an. Entdeckt hat man die kosmische Strahlung schon vor über 100 Jahren. Und bis heute hat man aber noch nicht eindeutig nachweisen können, wo der Ursprung dieser sehr hochenergetischen Teilchen ist. Und das treibt natürlich die ganze Community an. Und das machen wir hier in Bochum eben aus unserem Blickwinkel, auch in Zusammenarbeit eben mit der Teilchenphysik, aber auch mit der Plasmaphysik, und setzen sozusagen so ein Puzzle zusammen, weil man ganz verschiedene Observablen eigentlich hat aus dem Universum. Also man hat die geladenen Teilchen in einem ganz großen Energiebereich, man hat aber auch neutrale Teilchen, die auch mit dazugehören. Und dann kann ich als Theoretiker gucken, wie muss die Theorie eigentlich aussehen, um alle Observablen gleichzeitig zu beschreiben. Genau. Und das ist so sitzen wir sozusagen an einem großen Puzzle. Und wie gesagt, eine der leitenden Fragestellungen ist die nach dem Ursprung der kosmischen Strahlung. Was auch mit reinspielt, ist die Natur der dunklen Materie zum Beispiel, was uns auch wieder an die Teilchenphysik koppelt. Ja. Wenn ich da mal einhake, das finde ich einer von den Bereichen, die am faszinierendsten sind. Wir machen mit einem enormen Aufwand, bauen wir einen Teilchenbeschleuniger, 27 Kilometer Umfang, 100 Meter unter der Erde, um damit Teilchenkollisionen zu untersuchen. Und jetzt sehen wir in der kosmischen Strahlung Teilchen, die Energien haben, die 1000-mal größer sind als das, was die Menschheit, die gesamte Menschheit in dieser riesigen Maschine hinbekommt. Und wir verstehen nicht, warum. Wir verstehen nicht, wie schafft die Natur es, diese Teilchen so zu beschleunigen. Und das ist eine Fragestellung, wo die Forschungsbereiche sehr eng zusammenspielen und die wir auch im Sonderforschungsbereich untersuchen. Ja. Das ist ja eine fast theologische Frage, aber was kommt sozusagen an Wissen hinzu, wenn man diese Frage beantwortet hat, nach dem Ort oder dem Ursprung dieser Teilchen? Wo kommen sie her? Ja, genau. Also man kann es als theologisch-philosophische Frage natürlich betrachten erstmal, weil es ist ja erstmal ein Drang danach zu verstehen, wie das Universum funktioniert. Ne? Absolut. Es hat aber natürlich irgendwie auch praktische Relevanz, wenn ich verstehe, wie schafft das Universum. Das ist das, was ich hier auf der Erde natürlich auch nutzen kann. Ja? Und Teilchenbeschleuniger werden ja auch nicht nur für Grundlagenforschung benutzt, sondern eben auch für Medizinphysik und andere Dinge. Ja? Also das ist eine grundlegende Fragestellung, die am Ende also natürlich irgendwie auch eine praktische Relevanz hat. Ich finde immer, wenn man die Dinge fundamental versteht, das hat immer einen Nutzen langfristig, weil man dann ja auch besser weiß, wie man irgendwann was machen kann, was eine Anwendung hat. Ne? Ja. Aber klar, der Antrieb ist für mich immer wirklich sozusagen diese großen Fragen zu verstehen, um ein Gesamtbild zu bekommen. Aber wie gesagt, die Anwendung ist schon auch irgendwann, also da gehe ich schwer von aus, irgendwann möglich. Also ich würde sagen, warum machen wir diese Forschung? Das ist ganz klar Neugier getrieben. Wir wollen einfach etwas verstehen. Wir wollen nicht ein Produkt herstellen, sondern wir wollen verstehen, wie funktionieren einzelne Teilchen, wie funktioniert das Universum. Große Fragen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist eine valide Frage, ist es ein großer Luxus, dass sich eine Gesellschaft diese Neugierde, die vielleicht wir haben, die vielleicht auch nicht jeder hat, leistet? Ja, das ist eine berechtigte Frage, auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt antworte, was ist der ökonomische Wert von dem, was wir eigentlich tun, den kann man sehr klar beziffern. Was ich zum Beispiel mache in meiner Arbeitsgruppe, ich bilde Doktoranden aus. 80 oder 90% von diesen Doktoranden, die ich ausbilde, landen nicht in der Wissenschaft. Das ist klar. Ich bin ein Professor, ich habe im Moment 20 Doktoranden. Wenn die alle in der Wissenschaft arbeiten würden, es wäre ein Schneeballsystem, was kollabieren würde. So viele Professorenstellen gibt es gar nicht. Das heißt, es ist gut, dass die in der Industrie landen. Das sind hervorragend ausgebildete Fachkräfte, wir hatten diese 20 Terabyte pro Sekunde, die darinnen ausgebildet sind, riesige strukturierte Datenmengen zu verstehen und schnell mit maschinellem Lernen zu strukturieren und Entscheidungen zu treffen. Das ist extrem nützlich in der Industrie. Und die Leute, die wir ausbilden, wir bilden sie nicht dafür aus, aber diese Leute sind sehr, sehr viel wert. Und wenn Sie am Ende fragen, warum steht Deutschland da, wo Deutschland steht, trotz allem Gemotze, wir stehen gut da. Wir stehen so gut da, weil wir einfach wirklich Fachkräfte haben. Und diese Leute, wenn man denen sagen würde, ihr sollt für Google Porto berechnen,
dann würden die nicht anfangen, diese Dinge zu studieren. Die brauchen eine Motivation, das zu tun. Wenn man denen sagt, schaut euch das Universum an, das verstehen wir jetzt. Und dafür müssen wir diese Methoden lernen. Und im Laufe der Zeit gewinnen viele an den Methoden so viel Spaß, dass sie das zu ihrem Beruf machen. Mhm. Und das ist sehr wertvoll, ökonomisch. Ja. Aber ich finde es auch extrem wertvoll, die Forschung selbst wieder anzuschauen, weil das ist so hochspannend. Vor allen Dingen finde ich jetzt, deswegen haben wir sie ja beide eingeladen, auch in dem Zusammenhang des Ruhr Innovation Lab, weil sie ja jetzt verschiedene Perspektiven zusammenbringen in der Focal Area. Vielleicht können Sie uns das nochmal einmal erläutern, inwiefern jetzt physikalische Versuche im Teilchenbeschleuniger und dann theoretische Annahmen, aber eben auch die Beobachtungen aus dem All jetzt hier zusammengeführt waren, was hier da nochmal so das ganz Spezielle, die Herausforderung und die Fragestellung ist. Falls man das überhaupt jetzt in der Kürze auf den Punkt bringen kann. Ich denke, man kann da sehr schöne Beispiele geben. Ja. Ein Beispiel hatten wir schon mit der kosmischen Strahlung. Mhm. Ein anderes Beispiel ist, wenn wir uns unser Universum angucken, dann leben wir in einem Universum aus Materie. Ja. Das ist ein Statement, was nicht so trivial ist, wie es klingt. Es könnte durchaus sein, dass es einen Grenzbereich gibt und dass es eine Galaxie aus Materie gibt und nebendran eine Galaxie aus Antimaterie. Mhm. Wenn es das gäbe, dann gäbe es eine Grenzfläche. Diese Grenzfläche muss ich in der Astrophysik untersuchen oder suchen, da wird gesucht und diese Grenzflächen werden nicht gefunden. Das heißt, aus der Astrophysik kommt die Aussage, wir haben nur ein Universum aus Materie. Aus der Astrophysik kommt auch die Aussage, auch gerade aus der Theorie, wir wollen verstehen, wie unser Universum funktioniert, wie unsere Milchstraße funktioniert. Das geht nur mit dunkler Materie. Mhm. Ich als Teilchenphysiker würde gerne verstehen, für mich als Teilchenphysiker ist Materie und Antimaterie symmetrisch. Zu einem sehr guten, nicht präzise symmetrisch, aber zu einer sehr guten Annahme. Mhm. Also ein Yin und Yang quasi im Universum. Ganz genau. Und diese Symmetrie, die ist gebrochen, aber nicht sehr stark. Ja, was heißt gebrochen? Gebrochen heißt, es gibt einen Unterschied. Das heißt, wenn ich in einem Universum leben würde aus Materie, könnte ich, und Sie würden in einem Universum aus Antimaterie leben, wenn wir die Hand schütteln, dann vernichten wir uns. Mhm. Das heißt, wir wollen vorher herausfinden, wer lebt in welchem, oder leben wir im gleichen Universum. Mhm. Dann kann ich Experimente designen, komplizierte Experimente, aber ich kann sie designen, mit denen wir feststellen, ob wir im gleichen Universum leben. Mhm. Bestimmte Teilchen verhalten sich anders als ihre Antiteilchen. Mhm. Das reicht aber nicht aus, um das Universum zu erklären. Und das ist ein Zusammenspiel, was wir hier haben. Wenn wir einen signifikanten Anteil, 5-mal mehr dunkle Materie im Universum als sichtbare Materie sehen, das ist das, was wir in der Astrophysik sehen, dann sage ich als Teilchenphysiker, ich will wissen, was ist diese dunkle Materie? Welches Teilchen ist das eigentlich? Und wir haben keinen Kandidaten. Wir suchen nach Kandidaten. Wir haben gute Kandidaten, aber wir haben keinen Beweis. Wir suchen nach diesen Kandidaten. Und das ist ein ganz zentrales Forschungsthema in der Teilchenphysik. Und was in meinen Augen sehr schönes Zusammenspiel aus diesen Bereichen darstellt. Ja, also Astrophysik und Teilchenphysik sind schon sehr lange eng verknüpft. Ne? Also es gibt viele Erkenntnisse auch aus der Kosmologie, wie Teilchen, auch wie dunkle Materie aussehen muss. Und dann, das hilft den Teilchenphysikern in welchem Parameterbereich muss ich denn eigentlich suchen. Ne? Und so gibt es andere Beispiele. Also Neutrinos haben Masse, also das sind auch fundamentale Teilchen, wo man eigentlich lange dachte, die können gar keine Masse haben. Die ganze Theorie ist um ein masseloses Teilchen aufgebaut, ja. Und das hat man auch über Astrophysik, also bei Messungen aus der Sonne festgestellt, dass die Neutrinos also eine Masse haben, auf jeden Fall, ja. Also das ist schon ein sehr enges Zusammenspiel. Und wir haben jetzt hier das Glück, so eng an einem Standort zusammenarbeiten zu können und ganz systematisch die unterschiedlichen Expertisen ganz konkret auch ausnutzen zu können. Ja, also der Johannes misst für uns Wirkungsquerschnitte. Also was passiert, wenn Teilchen miteinander wechselwirken, was wir dann ganz konkret in unseren astrophysikalischen Modellen berechnen, benutzen können, um die Observablen hier aus dem Kosmos zu berechnen. Das ist ein ganz konkretes Beispiel. Also die Beziehungsebenen der kleinsten. Genau, wenn Sie so wollen, was in der Astrophysik diese Fragestellung ist, die Julia Tjus gerade beschrieben hat. Ein Teilchen, eine kosmische Strahlung bombardiert die Erde, trifft auf Luft in der Erde, verursacht dort eine Wechselwirkung. Diese Wechselwirkung messen wir. Was jetzt den Astrophysiker interessiert, ist nicht so sehr die Wechselwirkung an sich, sondern wo kommt dieses Teilchen her? Kommt es aus einer Galaxie, kommt es aus einem Stern, der gerade explodiert ist? Das wollen wir verstehen. Um das zu verstehen, müssen wir aber diese Wechselwirkung ganz genau verstehen mit diesem Luftteilchen. Und das ist das Schöne, das können wir im Labor. Wir können am LHC
in Genf am CERN können wir ein Proton auf ein Sauerstoffteilchen schießen, 40 Millionen Mal pro Sekunde, und in aller Ruhe untersuchen, was genau passiert da, was sind die Charakteristika. Und das spielen wir jetzt hier zurück und das hilft jetzt dann, um diese komplexe Signatur zu entschlüsseln. Ja, und also das Gute ist, bei euch sind ja sehr kontrollierte Bedingungen. Ja? Ihr könnt ja um eure Wechselwirkung rum einen Riesendetektor bauen. Und während wir ja, die Wechselwirkung findet irgendwo statt und wir können das in der Tat nicht messen direkt. Ne? Aber wir brauchen es ja, um zu wissen, was bei uns ankommt. Und so ist das ein sehr fruchtbares Zusammenspiel hier zwischen den beiden Bereichen. Es ist ein sehr schönes Zusammenspiel, weil ich kann natürlich am Beschleuniger sehr viele Teilchen miteinander wechselwirken lassen und kann damit sehr viele verschiedene Dinge messen. Und es ist a priori nicht klar, was ist das Interessanteste. Und wenn wir jetzt zusammenarbeiten und wir dann gemeinsam herausarbeiten, welche Information fehlt noch, um diese astrophysikalische Fragestellung zu beantworten und das dann präzise messen, das ist einfach, bringt einen sehr großen Mehrwert. Und das können wir gerade hier im Ruhrgebiet mit dieser Kombination von Expertise, wir haben auch die Physikfakultäten in Bochum und Dortmund seit vielen Jahren schon komplementär berufen, also dass die Fachgebiete nicht überlappend oder etwas überlappend sind, aber nicht identisch sind. Und das hilft hier sehr. Ja, das war auch das, was die beiden Rektoren ja gesagt haben, dass man sich da noch, also dass das schon sehr gut funktioniert, aber eben auch noch stärker berücksichtigt werden soll, auch bei der dem Ausbau von Infrastruktur und eben der Berufung oder Einrichtung von Professuren, dass das eben sehr stark koordiniert werden soll, um genau diese, nicht Konkurrenz zu erzeugen, sondern Synergien, die tatsächlich wirklich den Mehrwert bilden. Wenn wir das mal so ein bisschen organisieren, dann gibt es ja Strukturen, in denen diese Zusammenarbeit organisiert ist. Da sind jetzt ganz viele Abkürzungen, die man so aus dem Wissenschaftsbereich kennt, vom SFB bis zum Exzellenzcluster und so. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erläutern, sozusagen, welche Strukturen es gibt und wie die jetzt sozusagen in einem großen Ruhr Innovation Lab Kontext miteinander verzahnt sind. Wir haben in dem Exzellenzcluster Color Meets Flavor am 1. Januar die Arbeit aufgenommen. Und die Förderung hat begonnen, erfreulicherweise. Das nennt sich Color Meets Flavor. Ich hatte ja eingangs schon erklärt, was Color und Flavor sind. Was wir da untersuchen, ist also die starke und die schwache Kernkraft. Und das Cluster heißt nicht zufällig Color Meets Flavor. Es zeigt sich nämlich, dass diese Kräfte nur gemeinsam auftreten oder fast nur gemeinsam auftreten. Ich will sie aber getrennt verstehen. Das heißt, um sie wirklich einzeln zu verstehen, muss ich sie gemeinsam betrachten. Das ist das große Thema von dem Cluster in einem Satz zusammengefasst. Und wer ist da involviert in dem Cluster? Einmal ganz grob. In dem Cluster involviert sind als Universitäten die TU Dortmund, die Uni Bonn und die Uni Siegen. Dann ist das Forschungszentrum Jülich als zentraler Partner mit dabei. Und wir haben auch einzelne Wissenschaftler aus Bochum, die mit dabei sind. Okay. Das ist sozusagen der frischeste und, sagen wir mal, strukturell größte Verbund. Jetzt haben wir das nächste Teilchen, nennen wir es mal so. Genau. Wie verbindet das mit dem großen Ganzen? Ja, also wir haben jetzt vor mehr als 10 Jahren das REP Center gegründet. Das ist das Ruhr Astroparticle and Plasma Physics Center. Und da geht es eben darum, die verschiedenen Teilbereiche der Physik dann nochmal zu verknüpfen, um eben so Dinge wie das Universum, die kosmische Strahlung, auch die dunkle Materie, über die Verbindung dieser Bereiche besser zu verstehen. Ne? Und da passt die Arbeit von Color Meets Flavor natürlich ergänzend wunderbar zu, weil das ja stark dann in der Teilchenphysik fokussiert ist und wir im REP Center dann eher übergreifend arbeiten. Da haben wir auch eine Förderung von der DFG über einen Sonderforschungsbereich, wo dann eben genau diese verknüpfenden Arbeiten stattfinden. Und da ist eben bei uns die Plasmaphysik auch relativ groß, weil das, also ein Plasma ist ein geladenes Gas, ja. Und das brauche ich am Ende als Grundlage irgendwie, um meine Teilchen beschleunigen zu können. Ne? Also das ist sozusagen der Aspekt, wie kann ich eigentlich die Teilchen beschleunigen? Den müssen wir über die Plasmaphysik verstehen. Ne? Deswegen ist das also auch eine ziemlich einzigartige Struktur. Plasmaphysik gibt es gar nicht so oft in Deutschland als Standort in der Physik. Und wenn, dann ist es oft sehr stark fokussiert auf die Fusionsplasmaphysik. Und wir haben hier ganz bewusst eben einen anderen Schwerpunkt gesetzt, wo wir eben Astroplasmaphysik machen und auch so Dinge, die so in Industrieanwendungen gehen. Und haben dann ein ziemlich einzigartiges Profil mitentwickeln können, wo eben also ganz fundamentale Physik im Bereich der Plasmaphysik mit Teilchenbeschleunigung, aber auch
den Transport von Teilchen in Medien genutzt werden kann, um eben diese astrophysikalischen Umgebungen besser zu verstehen. Und das Wissen fließt dann wiederum auch in die Arbeit des Clusters mit ein, weil das sind genau die Voraussetzungen, die man kennen muss oder die man... Wenn Sie mich fragen würden, was sind die großen Fragestellungen in der Teilchenphysik? Ja, frage ich Sie. Können Sie mich in der Mitte der Nacht fragen, dann würde ich sagen, was ich schon erwähnt habe. Ja. Warum besteht unser Universum aus Materie? Ja. Was ist dunkle Materie? Und das sind beides Punkte, die im Prinzip auf astrophysikalischen Messungen beruhen. Ja. Das heißt, die Fragestellungen greifen ganz eng ineinander. Ja. Und wir sind ja nicht in erster Linie Teilchenphysiker, Astrophysiker oder irgendwie. Wir wollen die Natur verstehen. Es gibt eine Natur. Und wenn wir diese Natur verstehen wollen, müssen wir unsere Bilder zusammenbringen. Und das ist sehr, sehr spannend, finde ich. Ja, wirklich. Jetzt hatten Sie noch erwähnt, es gibt den SFB noch dahinter. Inwiefern steht der noch sozusagen entweder zeitlich vor dem Ganzen oder wie ist der strukturell eingebunden? Ja, der steht eher so mittendrin, würde ich sagen. Okay. Ja. Mittendrin statt nur dabei. Genau, also das ist sozusagen eine Substruktur im Rep Center, wo wir auch viel unserer Forschungsaktivitäten momentan rausziehen. Und der ist natürlich verhältnismäßig fokussiert genau auf solche Fragestellungen, wie werden Teilchen beschleunigt, wie werden Teilchen transportiert, wie funktionieren die Teilchenwechselwirkungen in astrophysikalischen Umgebungen. Und da ist eben die Idee, der heißt Cosmic Interacting Matters, from Source to Signal. Ja, das heißt wirklich von der Quelle bis zum Signal hier unten zu verstehen, was passiert eigentlich. Und mit ganz gezielten Projekten dann diese Fragestellungen zu beantworten, wie Teilchenwechselwirkung und Teilchentransport im Universum funktioniert. Ja. Jetzt haben wir einerseits das Universum, andererseits das CERN. Jetzt haben wir aber noch was Drittes ganz Spannendes, was ich einfach mal so als Begriff mit reinbringen möchte. Und Sie erklären uns vielleicht einmal, was es damit auf sich hat. Wir forschen auch am Südpol. Das klingt jetzt erstmal für uns total verrückt, wie wir das sozusagen von außen betrachten. Es gibt das sogenannte Ice Cube-Experiment. Aber was hat es damit auf sich? Inwiefern spielt das jetzt auch eine Rolle für die Erkenntnisse, die wir hier besprochen haben? Also Ice Cube ist ein Observatorium am geografischen Südpol, was Neutrinos misst. Das sind diese Teilchen, die keine Ladung und auch kaum Masse haben. Die sind also sehr, sehr schwer zu messen. Kann man sich vorstellen, ja, wenn irgendwas keine Masse hat, um irgendwo gegenzustoßen und auch keine Ladung, um irgendwas abzustrahlen oder sich fangen zu lassen, ist es sehr schwer zu messen und man braucht also unglaublich große Volumina an Materie, um überhaupt was zu sehen. Und deswegen ist der Südpol also ganz wunderbar geeignet für uns, weil da natürlich ein Riesenvorkommen an Eis ist und wir gehen da 2,5 Kilometer rein ins Eis, um den Detektor zu bauen und instrumentieren einen Kubikkilometer an Eis mit Instrumenten, die also ganz schwache Lichtspuren messen können, wenn dann mal ein Neutrino im Eis wechselwirkt. Und auf diese Art und Weise können wir inzwischen um die 100 Neutrinos pro Jahr aus dem Kosmos sehen. Ja? Also wirklich gar nicht viel, aber deutlich, also verschieden von 0, was für uns eigentlich ein riesengroßer Erfolg ist. Und wir haben jetzt auch vor ein paar Jahren auch mit diesen wenigen Teilchen trotzdem sehen können, dass die Milchstraße Neutrinos emittiert. Und das ist und das wurde tatsächlich federführend von den Dortmunder Kollegen gemacht, von Wolfgang Rode. In der Kollaboration, ja, und mit ziemlich aufwendigen Methoden des Machine Learnings übrigens, ja. Was ohne diese Methoden, die dort entwickelt wurden, gar nicht möglich gewesen wäre. Ja. Also das ist total spannend, weil das uns auch dabei hilft zu beantworten, wo kommt die kosmische Strahlung eigentlich her? Wir wissen jetzt, wir haben Neutrinoquellen in der Milchstraße, das ist schon mal eine ziemlich gute Eingrenzung. Aber auch im Endeffekt, weil man Ice Cube nutzen kann, die Natur der Neutrinos besser zu verstehen, was wieder den Teilchenphysikern hilft. Genau. Ja. Das heißt, als Doktorandin kann ich mich bewerben, 2 Kilometer unterm Eis am Südpol meine Arbeit machen. Selbst bleibt man an der Oberfläche. Okay. Und es sind auch nicht viele, die zum Südpol selber hin müssen. Das ist ja der moderne Technik. Ja, wir schicken alle Daten zu uns. Okay. Vielleicht schade, aber die einzige Möglichkeit, so viel Platz ist da auch nicht. Aber tatsächlich gibt es in Ice Cube ein Programm, was explizit dazu da ist, auch die Doktoranden an den Südpol zu holen. Da kann man sich wirklich bewerben für einen Job am Südpol.
Und also das ist jetzt nicht, weil die Doktoranden da wirklich am besten für qualifiziert sind, sondern um den Leuten die Chance zu geben, auch am Experiment vor Ort zu arbeiten. Man muss sich das ja mal klar machen, was das bedeutet, am Südpol zu forschen. Ja. Dann nehmen Sie keinen Zug hin, Verrückt, dann nehmen Sie auch keinen Flug hin, sondern brauchen Sie Spezialflüge mit Militärmaschinen. Und die gehen nur, wenn das Wetter gut ist. Und im Winter ist das Wetter nicht gut. Wir wollen aber im Winter trotzdem Daten nehmen. Das heißt, es gibt eine Crew, die am Südpol ein Winterover macht, die dann viele Monate dort eingeschlossen ist. Und das ist in der Tat auch für Abenteuerlustige sehr attraktiv. Wir haben in Dortmund auch gerade eine frisch promovierte Wissenschaftlerin, die eben diesen Winterover jetzt gerade macht. Ja, ja. Genau, und die wird da aber für bezahlt. Also die ist so, wenn dann ein ganzes Jahr da bleibt. Die wird da natürlich für bezahlt. Genau. Die wird aber nicht fürstlich bezahlt. Nein, Das ist nicht so wie so eine NASA-Studie, wo man reich wird, wenn man sagt, man lässt sich mal ein halbes Jahr lang in Isolation. Man wird da nur reich, weil man in dem Jahr kein Geld ausgeben kann. Also ich kenne ein paar Leute, die ein Jahr lang da arbeiten. Auslandsbonus. Also im Winter sind auf der ganzen Südpolstation, und da sind interessanterweise viele Experimente, weil dieser Ort sehr attraktiv ist für Forschung. Und da sind im Winter 50 Leute in der Tat eingeschlossen, weil die Flugzeuge nicht mehr landen und starten können. Und im Sommer sind auf der Station insgesamt so 250 Leute, glaube ich. Ja. Also wenn man das so in Zusammenhang setzen will, wir haben an Teilchenbeschleunigern, das sind ja Terrestrial and Cosmic Labs. Also in den terrestrischen Laboren haben wir sehr viele Kollisionen unter kontrollierten Bedingungen. Ja. Und jetzt haben wir aber, dass die Natur sehr, sehr interessante, teilweise viel höher energetische Kollisionen uns gratis liefert. Leider sehr selten und leider an Orten, die unbekannt sind, zum Beispiel in der Atmosphäre. Das heißt, wir brauchen sehr große Observatorien, um diese seltenen Ereignisse zu messen. Das ist zum Beispiel der Kubikkilometer Eis. Es gibt aber auch in der argentinischen Pampa riesige Flächen, wo wir eben genau diese Signaturen messen wollen. Okay. Was für ein enormer Aufwand da betrieben wird, um die kleinsten Teilchen oder Teile unseres Universums auf die Spur zu kommen. Wir haben jetzt gehört, dass es wahnsinnige Datenmengen gibt, die dadurch produziert werden, die irgendwie ausgewertet werden müssen. Jetzt kommt da dieser neue Partner ins Boot, also ein Partner in Form einer neuen Technik, nämlich sicherlich auch sowas wie künstliche Intelligenz, die einem hilft, diese Datenmengen zu bearbeiten. Vielleicht so ein bisschen mit dem Blick nach vorne, ist das sozusagen der Weg, wo sich vieles in den nächsten Jahren entwickeln wird, wo man sehr viele neue Fragen beantwortet bekommt? Oder ist das vielleicht nur ein Tool, ein Hilfsmittel? Weil AI spielt jetzt natürlich auch in der Exzellenzinitiative eine wichtige Rolle. Ist das etwas, wo auch nochmal so ein besonderer Augenmerk drauf liegt? Oder ist das tatsächlich einfach nur ein Werkzeug, was man einsetzt, um die Datenmenge irgendwie zu beherrschen? Ich habe gerade so ein kleines bisschen gezuckt, als Sie gesagt haben, jetzt kommt ein neuer Partner ins Spiel und ich gefragt, welcher neue Partner das wohl sein mag. Also künstliche Intelligenz ist für uns ein Tool, ein Werkzeug, was wir seit 20 Jahren regelmäßig benutzen. Dass diese künstliche Intelligenz jetzt seit Neuestem in der Lage ist, in vollständigen Sätzen mit Laien zu kommunizieren, ist natürlich ein großer Unterschied für unser aller Alltag, auch unser Alltag. Aber für uns ist das jetzt nicht dieser Schwarz-Weiß-Unterschied, den wir in der Gesellschaft sehen. Unsere Daten, die wir messen, also meine Publikationen, basieren seit 20 Jahren ganz, ganz essentiell auf künstlicher Intelligenz. Und wir entwickeln ja auch, wir sind auch beide Mitglieder im Lamar-Institut für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Und entwickeln auch beide gemeinsam mit echten Experten der künstlichen Intelligenz hier die Methoden weiter. Ja, also ich würde das noch ergänzen wollen. Das ist vielleicht auch wieder nochmal ein gutes Beispiel, was für einen Impact das auch auf die Gesellschaft hat, unsere Forschung. Weil gerade im Lamar-Institut ist ja auch die Idee, dass Wirtschaft und Wissenschaft zusammenarbeiten und dass da sozusagen ein Austausch stattfindet. Ne? Und dadurch, dass wir solche Dinge schon, also diese großen Datenmengen haben wir, die waren schon immer zu groß eigentlich. Ja? Das heißt, man musste sich immer Methoden ausdenken, wie kann ich die verarbeiten, wie kann ich die reduzieren und so. Und da haben wir viel Pionierarbeit geleistet im gesamten Feld. Ne? Also kann man fürs Feld schon sagen. Und ich glaube, in Dortmund ist halt das nochmal verstärkt so. Da gab es auch lange einen Sonderforschungsbereich, wo eben auch genau diese Schnittstelle zwischen den Leuten, die hauptberuflich Machine Learning machen und ich sag mal, uns Anwendern. Da gab es 12 Jahre lang einen Sonderforschungsbereich, der auch für uns signifikant war, um diese Detektion der Milchstraße zu machen. Ja, also mit
deren Methoden, also oder mit der Zusammenarbeit war es möglich, 70 Jahre Detektor Lifetime zu sparen. Ja, also man hätte entweder 70 Jahre lang weiter messen können. Wahnsinn. Und dann hätte man gesehen, was wir jetzt sehen, oder man hat diese Methoden des Machine Learnings entwickelt und konnte es schon jetzt sehen. Also es ist ein unglaublicher Erfolg, der aber auch zurück in die Gesellschaft ja trägt, weil die entwickelten Methoden ja vielfältig nutzbar sind. Also da hat, ich glaube, insgesamt die Physik schon auch so eine Art Pionierrolle, weil sie also damit in der Entwicklung auch tätig ist. Ja. Wir liefern auch eine Sache, die für Entwickler von künstlicher Intelligenz sehr, sehr wertvoll sind. Und das sind strukturierte Daten, die verfügbar sind. Und ethisch korrekt. Und ethisch korrekt. Nicht, ein Großteil der Daten, die existieren, wenn Sie sich eine große Firma angucken, die Maschinen, oder wenn Sie sich Finanzbewegungen angucken, das sind Daten, die sind strukturiert und sind auch sehr große Datenmengen, die sind aber nicht verfügbar. Die kommen Sie, als wenn Sie nicht in dieser Firma arbeiten, nicht dran. Die werden gehütet wie ein Schatz. Die bauen interne Machine Learning Systeme, die nicht nach außen Die bauen intern sind. daran, wenn Sie jetzt aber eine neue Methodik entwickeln, brauchen Sie diese Daten, um Ihre Methodik zu validieren, um auch zu beweisen, dass Ihre Methodik vielleicht besser ist als die von Ihren Kollegen. Und diese Daten können wir liefern. Und für uns ist es natürlich auch attraktiv, jemanden zu haben, der sagt, wir kriegen noch mehr aus diesen Daten raus. Und das ist ein enges Zusammenspiel. Und am besten funktioniert es genau wie eben in diesem Sonderforschungsbereich auch gezeigt, dass man wirklich zusammen daran arbeitet und es gemeinsam weiterentwickelt. Spannend. Wenn wir das jetzt mal zusammenbinden und sagen, wir haben diesen Blick in kontrollierten Bedingungen ins ganz, ganz Kleine, nehmen wir jetzt das Experimentelle, wir haben den Blick ins ganz, ganz Große, um wiederum was ganz Kleines, nämlich den Ursprung von Teilchen und Teilchenbewegungen und so weiter zu erforschen. Wir haben die Möglichkeit mittlerweile, diese Datenmengen zu strukturieren. Was ist das, was jetzt als nächstes kommt, erhofft wird? Was wäre der Durchbruch, wo Sie sagen, das ist unser Ziel, wo wir gerade versuchen, so alle Energie zu bündeln, um das herauszufinden und das zu schaffen? Ich fange vielleicht mal an, wenn ich vom Exzellenzcluster Color Meets Flavor spreche. Ein Ziel in Color und ein Ziel in Flavor definieren. Das große Ziel in Color, in der starken Wechselwirkung, ist, wir würden gerne die Strukturbildung verstehen. Ja. Wir kennen Protonen, wir kennen Neutronen, wir verstehen nicht im Detail, wo die Masse vom Proton herkommt. Das Proton wiegt ungefähr 80 Mal so viel wie seine Bestandteile. Und das ist im Endeffekt Bindungsenergie und diese Bindungsenergie können wir nicht berechnen. Und das ist etwas, wo wir gerade in den letzten Jahren auch Zugriff bekommen haben auf neue Labore. Ich habe eingangs, als wir Color eingeführt haben, von diesen 2- und 3-Quark-Systemen gesprochen. Am Beschleuniger haben wir jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren 4- und 5-Quark-Systeme etabliert. Das sind ganz neue, wenn Sie wollen, Labore, in denen wir diese Wechselwirkung untersuchen können. Sowohl von theoretischer als auch auf experimenteller Sicht. Das wäre ein Ziel, zu verstehen, wie genau funktioniert diese Strukturbildung im Detail. Das andere Ziel ist, ich würde gerne verstehen, wie sehen unsere grundlegenden Kräfte aus. Wir beschreiben im Moment die Natur mit 4 Kräften. Was sind die 4 Kräfte? Einfach nochmal Gravitation, Elektromagnetismus, starke und schwache Kernkraft. Ja. Und wir haben einen Satz von Messungen, der sich in den letzten 10 bis 15 Jahren herauskristallisiert hat, der mit diesem Modell nicht erklärbar ist. Und jetzt ist die ganz große Frage, was ist das denn jetzt, was wir haben? Es ist keine statistische Fluktuation, es ist kein Zufall. Und die Frage, die wir jetzt beantworten wollen und müssen, ist das etwas spektakulär Neues? Besteht die Natur vielleicht aus mehr als aus diesen 4 Kräften? Oder machen wir die Rechnungen falsch? Als Wissenschaftler ist man immer erstmal vorsichtig und untersucht immer erstmal, was machen wir denn für Annahmen? Wie genau was machen wir in diesen Rechnungen? Machen alle, die das berechnen, systematisch etwas falsch? Und das ist in den letzten Jahren haben wir nichts gefunden. Aber das ist eine ganz zentrale Frage, die wir herausarbeiten wollen und die wir in der nächsten Dekade beantworten werden. Frau Thies, was wäre die Schlagzeile, die Sie gerne lesen? Ja, ich habe jetzt keine Schlagzeile fertig, aber ich hätte ein Thema, was uns auch natürlich stark verbindet, ist die Suche nach der dunklen Materie natürlich. Und da haben wir hier
Ansätze. Also es wäre sicherlich vermessen zu sagen, wir sind diejenigen, die jetzt dunkle Materie als einzige und als erste finden. Aber wir haben, glaube ich, schon Methoden, die da in die Richtung hinwirken, weil wir die Kosmologie und die Astroteilchenphysik da verknüpfen und dann nochmal mit der Teilchenphysik zusammen. Ihr habt ja auch ein Experiment, was ihr jetzt aufbaut, ne? Und da ist auch schon wieder so eine einzigartige Kombination an Forschenden hier im Ruhrgebiet, die da schon einen wichtigen Beitrag zu leisten kann, dass man irgendwie in 10 Jahren sagen kann, man hat jetzt entweder ganz viel ausgeschlossen und ist eingeengt auf einen Kandidaten für dunkle Materie oder man sagt jetzt hier, wir wissen jetzt, was es ist. Ne? Und das ist schon eine große Fragestellung, die uns das Universum wirklich, so ein Großteil der Energie im Universum nochmal verstehen lässt, ja. Ich glaube, also zur Einordnung muss man sich klar machen, dass die Physik, die wir machen, beide Bereiche der Physik ist Teamsport. Ja. Und diese Teams sind sehr viel größer als Ruhrgebiet. Diese Teams sind eine Weltcommunity. Und wenn wir sagen, wir wollen dunkle Materie finden, dann bedeutet es, wir wollen mit der Weltcommunity, mit den gesamten Ressourcen, die wir intellektuell und finanziell in der gesamten Welt auftreiben können, das finden. Und wir im Ruhrgebiet sind der Meinung, dass wir da einen substanziellen Beitrag leisten. Wir werden ganz sicher nicht den einzigen, wir werden ganz sicher nicht den dominanten Beitrag leisten, aber wir können einen Beitrag leisten, wo man sagt, ohne uns wäre das so vielleicht nicht so oder nicht so einfach oder nicht so schnell möglich gewesen. Ich glaube, das Besondere ist schon, dass wir auch einen sehr innovativen Beitrag leisten und dass der nicht auf Einzelpersonen, wie du schon sagst, also auch hier nicht auf Einzelpersonen beruht, sondern wirklich auf einem großen Team, was jetzt schon seit mehr als 10 Jahren versucht, sich so aufzubauen, dass es wirklich einen großen Mehrwert davon gibt, dass man zusammenarbeitet und voneinander lernt. Ja, das ist ja kein einfacher Weg, weil man ja auch erstmal die Sprache vom anderen lernen muss und so, ne? Also der Mehrwert, wir haben wirklich ganz tolle, exzellente Einzelforscher hier auch, aber der große Mehrwert ist wirklich, dass wir auch noch uns viel zusammensetzen und versuchen, uns gegenseitig zu verstehen und daraus auch nochmal Nutzen zu schlagen, ja. Okay, das war schon das perfekte Schlusswort. Vielen Dank, liebe Gäste, für diese wunderbare Folge und für den Einblick, den Sie uns gegeben haben in Ihre Forschung. Ich kann nur allen empfehlen, die das interessiert oder die noch Fragen haben, einen Blick auf die Homepages der einzelnen Institutionen zu werfen. Da finden sich noch ganz viele spannende Materialien. Und uns bleibt jetzt hier vor allen Dingen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, euch eine schöne Sommerzeit zu wünschen. Wir sind im September wieder da mit einer geisteswissenschaftlichen Folge. Und bis dahin alles Gute und bis dann. Tschüss.